dritter Teil über die Flugmodi der DJI Mavic 2. Willkommen auf drohnen.de. In unserer Serie über die DJI Mavic 2 Pro und Mavic 2 Zoom sind wir jetzt in dieser kleinen Unterserie, die wir aktuell gerade drehen, nämlich die Unterserie, die sich nur mit den Flugmodi der DJI Mavic 2 befasst, beim dritten Teil angelangt. Im ersten Teil haben wir uns ja mit dem neuen Hyperlapse-Modus beschäftigt, mit dem neuen Active Track 2.0 und mit dem neuen POI, also Point of Interest 2.0. Das verlinken wir euch mal hier oben. Im zweiten Teil der Unterserie haben wir uns mit den DJI Quickshot Flugmodi, also Asteroid, Droni, Helix und so weiter beschäftigt. Dazu auch der Link hier oben. Und jetzt im dritten Teil in der Serie über die Flugmodi, und das ist auch gleichzeitig der letzte Teil, wollen wir euch alle noch verbleibenden Flugmodi zeigen. Und die da wären der Waypoint-Flugmodus, also der Flugmodus, in dem die Mavic 2 automatisch Wegpunkte abfliegen kann und ganz neue abgefahrene Sachen machen kann. Das ist nämlich der Waypoint 2.0 Modus. Dann haben wir noch den Flugmodus Cinematic. Das ist ein Flugmodus, wo ihr besonders ruhige, weiche Aufnahmen machen könnt. Und der dritte Modus, den wir euch heute noch zeigen, ist der Tap-Fly-Modus. Das ist ein Modus, in dem ihr in der DJI Go-App einfach durch Antippen von Flugzielen oder Flugrichtungen die Drohne automatisch losschicken könnt, ohne die Steuerknüppel quasi benutzen zu müssen. Außerdem gibt es noch zwei kleinere Modi, die über den seitlichen Schalter ein bisschen versteckt sind, nämlich den Tripod-Modus und den Sport-Modus. Und auch die zwei schauen wir uns heute einmal an. Wichtig bleibt noch zu erwähnen, dass natürlich all das, was wir euch hier zeigen und aufnehmen, von unserem aktuellen Stand der Firmware auf der DJI Mavic 2 und unserer Go-App quasi abhängig ist. Das heißt, bei euch kann sich da noch einiges verändern, je nachdem welchen Stand ihr habt. Da kann noch einiges dazukommen. DJI hat auch manchmal einige Modi nachträglich wieder rausgenommen. Also das ist alles möglich. Das ist wie gesagt einfach nur der aktuelle Stand der App. Schauen wir uns mal den Flugmodus Wegpunkte an, indem wir wieder auf das Fernsteuerungssymbol klicken, dann Waypoints auswählen. Da bekommen wir erst eine kleine Anleitung angezeigt, wie wir Wegpunkte anlegen können und auch Point of Interests anlegen können und dann die einzelnen Optionen dazu konfigurieren können. Das Ganze machen wir jetzt mal, indem wir hier auf der Karte ranzoomen. Das könnt ihr übrigens auch in gelandeter Version machen, also quasi ohne vorher starten zu müssen, sondern ihr könnt das alles schon anlegen, wenn ihr nur mit der Drohne verbunden seid, ohne dass ihr in der Luft seid. Und jetzt haben wir links oben klein ausgewählt die Wegpunkte. Das sind die, die wir zuerst anlegen wollen. Indem ihr dann auf den Bildschirm tippt, könnt ihr die anlegen. Jetzt haben wir hier Wegpunkt 1 angelegt mit einer Höhe von 50 Metern standardmäßig. Indem ich den nochmal antippe, wird er dann größer dargestellt und ich kann durch Ziehen des Fingers nach oben und unten erst einmal die Höhe ändern, auf der wir mit Wegpunkt 1 auf Wegpunkt 1 starten wollen. Ich nehme hier mal 20 Meter und drücke dann wieder OK. Links oben haben wir auch noch die Möglichkeit, den Wegpunkt zu löschen. Und unten habe ich noch verschiedene weitere Einstellmöglichkeiten, nämlich die Geschwindigkeit, diese konstant gehalten werden soll, oder ob die Geschwindigkeit, kann ich wieder durch Wischen nach oben und unten anpassen, eben erhöht oder verringert werden soll. Wir lassen die Geschwindigkeit hier mal konstant. Dann kann ich die Flugrichtung noch angeben, indem ich jetzt wieder hier indem ich rechts auf selbst definierte Richtung gehe und dann wieder nach oben und unten mit dem Finger wische, kann ich die Richtung, in die die Drohne dort schauen soll, auch frei wählen. Oder ich kann wählen Route folgen, dann schaut sie einfach in die Richtung zum nächsten Wegpunkt, den wir jetzt aktuell aber noch nicht haben. Dann kann ich den Nickwinkel der Kamera beeinflussen. 0 Grad ist eben gerade nach vorne schauen. Das Kameraverhalten kann ich noch auswählen, ob nämlich hier ab Wegpunkt 1 zum Beispiel die Aufnahme gestartet werden soll. Das klicke ich jetzt mal an, Aufnahme starten. Dann bekomme ich auch das Recording-Symbol daneben und ich kann es mit einem POI verknüpfen, da haben wir aber noch keine. Soweit erstmal zu Wegpunkt 1, ich drücke auf OK und dann machen wir weiter hier hinten mal den Wegpunkt 2 drauf. Die Höhe lassen wir hier leicht ansteigen, also 38 Metern, Geschwindigkeit belassen wir konstant. Flugrichtung ist auch okay. Die Kamera wollen wir da mal ein bisschen nach unten neigen.
Kameraverhalten keins, denn die Aufnahme läuft ja noch, also wir wollen sie nicht stoppen. POI haben wir immer noch keinen. Soweit lassen wir das mal eingestellt, drücken auf OK. Und jetzt wählen wir oben das zweite kleine Symbol aus, das ist nämlich das POI, also der Point of Interest. Das heißt, wenn ihr diese Route automatisch die Drohne entlang fliegen lassen wollt, wollt aber nicht der Route entlang schauen, sondern wollt auf ein anderes Objekt gucken. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, es wäre hier auf der Wiese ein tolles Bauwerk, was wir filmen dürfen. Dann markieren wir das hier auf der Karte. Die Markierung wird jetzt auch rosa gemacht, weil wir POI ausgewählt haben. Dann können wir noch angeben, indem wir den POI wieder anklicken, auf welche Höhe dieser ist. Das kann natürlich spannend sein, wenn ihr beispielsweise nicht eine hohe Kirche filmen wollt und dort eben nicht den Fuß der Kirche im Fokus halten wollt, sondern eben den Kirchturm. Dann könnt ihr hier die Höhe auch anstellen, auf der über Grund eben der POI sich befindet. Wenn ihr natürlich aber einen Gegenstand in Bodennähe habt, wie hier zum Beispiel die Bäume, die wir hier angeklickt haben, dann lassen wir das auf 0 Metern. Dann können wir rechts daneben noch anklicken, neben der Höhe, Wegpunkt verknüpfen. Und hier sehen wir jetzt auch alle Wegpunkte, die wir bis jetzt angelegt haben, nämlich Wegpunkt 1 und Wegpunkt 2. Und jetzt können wir sagen, nur bei Wegpunkt 1 oder Wegpunkt 1 und Wegpunkt 2, ich wähle hier mal beide aus, sollen diesen POI im Auge behalten. Da seht ihr auch sofort, dass unsere vorher manuell eingestellten Richtungen auf den 2 Wegpunkten, die in unterschiedliche Richtungen gezeigt haben, sich jetzt ändern und eben auf unseren POI drauf zeigen. Und das gilt nicht nur für die Wegpunkte, sondern die komplette Strecke dazwischen. Während diese abgeflogen wird, wird der POI im Auge behalten. Und das ist eine ziemlich coole Geschichte. Dadurch kann man eben ja automatisch Flugrouten planen und Objekte damit im Auge behalten. Natürlich müsst ihr während der ganzen Zeit die Drohne im Auge behalten, während ihr diesen automatischen Flugmodus aktiviert, sodass ihr jederzeit eingreifen könnt. Wir klicken jetzt hier wieder auf OK. Und wenn wir jetzt diesen Flugmodus starten wollen, dann drücken wir links unten mal auf Go. Und dann kommt hier noch ein weiterer Bildschirm. Da seht ihr auch, dass ich das Ganze jetzt mit viel zu wenig Akku plane, nämlich nur 10%. Das heißt, das Abheben wird mir hier ohnehin nicht möglich sein. Aber ihr bekommt auch noch viele weitere Informationen. Nämlich der Flug wird 26 Sekunden dauern. Der Flug ist 104,80 Meter lang. Und dann kann ich noch auswählen, was genau passieren soll. Nämlich die Wegpunktausrichtung ist hier auf benutzerdefinierte Route. Ich kann auch auswählen, dass die Ausrichtung eben der Route folgen soll. Dann wird natürlich unsere POI im Augebehaltgeschichte wieder gelöscht. Oder ich kann frei auswählen, dann kann ich die Drohne selber drehen, während sie diese Route abfliegt. Und die Blickrichtung ist eben nicht mehr automatisch. Ich lasse das jetzt natürlich auf das Voreingestellte. Wenn die Aufgabe erledigt ist, sehe ich rechts daneben. Was soll dann passieren? Soll sie automatisch in den Return-to-Home-Modus gehen und zurückkehren? Soll sie einfach dort schweben bleiben? Soll sie zum ersten Wegpunkt zurückgehen oder dort sogar landen? Was natürlich relativ gefährlich ist, wenn ihr euch nicht genau an diesem letzten Wegpunkt befindet. Ich wähle hier prinzipiell immer erstmal gern aus Schweben. Dann kann man sich immer noch selber entscheiden, was man dann macht. Die Flughöhe für die Rückkehrung sollte die Verbindung abbrechen oder eben bei der letzten Aufgabe eben dieses Rückkehren ausgewählt sein. Da kann man die Höhe eingeben. Das solltet ihr so hoch wählen, dass keine Hindernisse dazwischen sind, die den Rückflug stören können. Das lassen wir hier auf 30 Metern. Und Aktionen beim Signalverlust. Was soll da passieren, wenn zwischendurch mal kurz die Verbindung abbricht? Soll das Ganze dann trotzdem weiter fortgeführt werden? Soll die Rückkehrfunktion eingeleitet werden, das Schweben oder sogar das Landen, was immer gefährlich ist, wie gesagt, wenn ihr nicht wisst, was sich dort gerade befindet. Die Wegpunktausrichtung soll zwischen den Wegpunkten, wenn ihr speziell mehr wie 2 habt, nämlich 3, 4, 5, soll diese dann eben nach Polygonlinien, also so eckig, wie wir sie angezeichnet haben, abgeflogen werden. Dann habt ihr natürlich sehr abrupte Richtungsänderungen in den Ecken oder sollen die Ecken quasi weich gemacht werden als Bogen. Das kann man hier auch auswählen. Das kommt bei uns nicht zum Einsatz, weil das mit den anderen Einstellungen zusammen nicht funktionieren würde. Und weil ich eben wahrscheinlich auch nur 2 Flugpunkte habe und dazwischen dann keine Bögen gemacht werden können. Die Geschwindigkeit konstant, die Startgeschwindigkeit 14,4 km/h sind jetzt hier ausgewählt. Das kann ich über den Slider hier anpassen. Und den Startwegpunkt kann ich festlegen, das ist der Wegpunkt 1. Und wenn ich jetzt auf Start klicken würde, dann würde das Ganze beginnen.
Über die kleine Mülltonne oben in der Kopfleiste könnt ihr alle Wegpunkte und POIs gleichzeitig auch nochmal löschen, wenn ihr von vorne anfangen wollt. Über die kleine Diskette, die ihr zwischen dem POI-Stern und der Mülltonne seht, darüber könnt ihr eure aktuelle Route und eure komplette Waypoint-Planung quasi speichern. Ich klicke da mal drauf, dann erscheint unten auch Aufgaben erfolgreich gespeichert. Wenn wir rechts auf die 3 Punkte klicken, seht ihr alle Einstellungen, die wir oben in der Menübar hatten, auch nochmal, nämlich Wegpunkte, POI markieren, speichern und löschen. Ihr habt dort aber auch den Punkt Aufgabenverlauf. Wenn wir da drauf klicken, das ist quasi gleichzusetzen mit Laden. Hier seht ihr jetzt die ganzen Sachen, die wir schon gespeichert haben, nämlich eben diese 2 Wegpunkte. Und wenn ihr neben dem Datum und der Uhrzeit auf das kleine Icon drückt, dann könnt ihr dafür sogar einen individuellen Text eingeben. Hier hatte ich schon Text reingeschrieben. Da könnt ihr eben was hinterlegen, damit ihr eure Routenplanung einfacher wiederfindet. Dann bleibt das mit diesem zusätzlichen Namen gespeichert und rechts über den Laden-Button könnt ihr dann die verschiedenen Einstellungen auch laden. Als letztes haben wir in dem Menü noch rechts unten den Punkt Routeneinstellungen, und wenn ihr da drauf geht, dann habt ihr nochmal viele der einzelnen Einstellungen, die wir vorhin auch auf dem Abschlussbildschirm hatten, bevor wir abheben und die Flugroutenplanung quasi starten. Viele von den Einstellungen habt ihr hier auch nochmal zusammengefasst auf diesem Bildschirm. Nachdem wir jetzt auch einen vollen Akku eingelegt haben, wollen wir das Ganze natürlich nochmal starten, gehen auf den Übersichtsbildschirm und klicken unten auf Start. Die DJI Mavic 2 hebt ab und startet die vorprogrammierte Route und die Aufgaben und führt diese nacheinander aus. Die Mavic startet zuerst zu Wegpunkt 1, behält das POI dann wunderbar im Auge, fliegt weiter zu Wegpunkt 2 und geht dann in den Schwebenflug über. Das Ganze kann sowohl von gelandeter Version, also von der Mavic Air am Boden passieren, sodass sie erst automatisch startet, oder es kann auch aus der Luft direkt gestartet werden. Weiter geht's mit dem Flugmodus Tap Fly. Los geht's mit dem Modus Tap Fly. Wir wählen wieder das Flugmodi-Symbol aus und wählen dann den Modus Tap Fly aus und sehen dann, dass wir 3 Untermodi angezeigt bekommen, nämlich vorwärts, umkehren und frei. Und da schauen wir jetzt mal, was die genau machen. Dafür sollte man auf jeden Fall auf ganz freiem, großräumigen Gelände sein, so wie wir jetzt hier auch. Denn ja, man braucht einfach Platz. Wir haben den Modus vorwärts ausgewählt. Da bekommen wir wieder eine kleine Anleitung angezeigt. Und das Coole ist nun, dass wir einfach auf dem Display hier auf der Live-View irgendwo hinklicken können. Ich mache das mal hier links oben in die Wolken. Dann seht ihr, dass da das Go-Symbol eingeblendet wird. Und wenn ich jetzt das Go nochmal andrücke, dann startet die Mavic 2 genau in diese Richtung. Und ihr seht, sie macht auch sehr weiche Kurven in diese Richtung. Ihr müsst aber wirklich aufpassen bei dem Modus, denn sie fliegt erstmal unbegrenzt weiter in diese Richtung, und zum zweiten Mal, wenn ihr unter der Horizontlinie drückt, zum Beispiel hier, dann sinkt sie auch. Das heißt, sie übernimmt nicht nur die Richtung, sondern auch den Sink- oder Steigflug. Ihr bekommt das hier jetzt angezeigt, dass wir in Sinkflug sind und jetzt hier auch in die Bäume reinkrachen würden. Deswegen drücke ich mal ganz schnell wieder nach oben und drücke jetzt mal weiter nach links, sodass wir auch eine Kurve hinbekommen. Das Coole ist, dass wir hier sehr weiche Kurven hinbekommen, weil die Richtungsänderungen zu dem, was angetippt ist, sehr weich gemacht werden. Ich muss jetzt hier ganz viel tippen, also ich mache hier ständig Tipp, Tipp, Tipp links oben in der Ecke, um die Kurve auch wirklich rumzufliegen. Tipp auch mal hier ein bisschen höher, dass wir an Höhe gewinnen, und ihr müsst wirklich aufpassen, denn ruckzuck ist man da auch seitlich in den Bäumen und die seitliche Hinderniserkennung ist hierbei deaktiviert. Das heißt, es funktioniert nur die Hinderniserkennung nach vorne, nach hinten, nach unten und nach oben, aber nicht zur Seite hin. Aber man kann hier wunderbar Objekte auswählen, wie ich jetzt hier diesen Mähdrescher ausgewählt habe. Und es werden dann sehr weiche Flüge eben in diese Richtung auch gemacht. Aber mit der Höhe muss man wirklich aufpassen. Das ist quasi der Tap-Fly-Modus und der Einsatzzweck. Wenn ich dann auf das X drücke oder auch auf der Fernbedienung die Pause-Taste, dann kann man das Ganze sofort wieder stoppen. Ich fliege jetzt erstmal kurz zu mir zurück. Und dann schauen wir uns gleich mal den nächsten Modus an. Da sind wir schon wieder.
Und für den nächsten Modus fliege ich mal ein bisschen näher zu mir ran, weil der Modus Umkehren ist ziemlich cool. Das ist eigentlich genau der gleiche Modus wie eben, nur dass man genau die entgegengesetzte Richtung angibt, wo die Drohne hinfliegen soll. Das hört sich erstmal komisch und sinnfrei an, ist aber sehr spannend für den Zweck, wenn man von einem Objekt wegfliegen will und das Objekt dabei im Auge behalten will, wie ich mich selber jetzt zum Beispiel. Ich wähle hier mal eine coole Position aus, auch von der Höhe her, und die Linie, die gedachte Linie durch mich durch und dann durch die Drohne durch, also direkt oben zu eurer Blickposition quasi und dann verlängert nach hinten raus. Das ist genau der Winkel und die Strecke, die die Drohne jetzt fliegen wird, wenn ich mich antippe. Und das probieren wir jetzt mal aus. Ich tippe mich an, tippe auf Go und die Drohne fliegt eben genau in diese gedachte Linie, nur in die andere Richtung weg. Und da kann man natürlich sehr schön Wegwärtsaufnahmen machen. Und auch das kann man jetzt genau wieder verändern, indem hier die Position gewechselt wird. Und dort, wo ich das Ganze dann hinschiebe, hier diese Pfeile, diese Richtungsangabe quasi, die Markierung dann genau in die entgegengesetzte Richtung wird losgeflogen. Das heißt aber auch, tippe ich nach unten, wird gestiegen wie jetzt, und tippe ich nach oben, dann wird quasi gesunken, beziehungsweise sinken ist fast gar nicht möglich, weil ich jetzt eben den Gimbal zu hoch geneigt habe und hier schon in den Himmel tippen muss, um überhaupt einen Sinkflug zu ermöglichen wie jetzt. Da muss man sich wirklich erstmal dran gewöhnen und darf eben auch nicht übertreiben in der Hinsicht. Und ich stoppe jetzt auch mal den Modus erstmal wieder, dass wir nicht zu weit wegkommen und nicht außer Sichtreichweite kommen. Fliegt zu mir zurück und dann starten wir direkt den nächsten Modus, nämlich den Modus frei. Da kann man sich vielleicht schon ein bisschen überlegen, was das Ganze sein wird. Und zwar ist das natürlich erstmal wieder die Orientierung nach vorne, also wie beim ersten Modus. Der funktioniert auch relativ ähnlich wie der erste Modus. Deswegen gucke ich hier jetzt erstmal schon mal in die freie Landschaft sozusagen. Auch ein bisschen nach oben, wähle jetzt den Modus frei und gebe jetzt mal in die Richtung vor. Ich will nach hier hinten in die Ecke fliegen, tippe auf Go. Die Drohne startet dahin. Was jetzt aber passiert ist, ich kann mit den Steuerknüppeln trotzdem noch die Drohne bewegen. Es sieht zwar auch so aus, als verschiebe sich erstmal das Ziel-Icon quasi, das tut es aber nicht, sondern ich gucke nur in eine andere Richtung, fliege aber weiterhin in die Richtung, die ich eben quasi angegeben habe. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel wieder runter zu mir gucken, fliege aber rückwärts noch weiter oder kann seitlich gucken, während ich nach da hinten nach oben fliege. Und erst wenn ich mich in die Richtung drehe, dann sehe ich auch wieder hier, wo mein Icon eigentlich gesetzt wurde. Ich setze das jetzt erstmal wieder neu in meine Richtung, dass wir nicht zu weit wegkommen. So. Jetzt fliege ich wieder quasi im Sinkflug auf mich zu, also auch hier wieder aufpassen, dass man nicht zu weit runterkommt, kann mich aber hier wegdrehen und fliege weiterhin auf mich zu. Und da kann man natürlich auch wunderbare, ruhige Aufnahmen sozusagen generieren. So, und indem ich hier links das Icon drücke, was hier links noch neben dem Flugmodus ist, dreht sich die Drohne auch wieder zurück in die vorwärtige Richtung. Das heißt, sollte man da die Orientierung verloren haben, kann ich einfach das Icon mit den zwei Halbkreispfeilen andrücken und komme wieder in die vorwärts gerichtete Richtung zurück. Ein bisschen schade ist aktuell, dass ein Modus hier noch fehlt, und zwar ein Modus, den wir von der DJI Mavic Air her kennen, und zwar ist das der Modus Koordinaten. Und das war ein sehr spannender Modus, wie ich fand. Und das war ein Modus, der es erlaubt hat, Ziele anzugeben, wo die Höhe aber nicht verändert wurde und das Zielkreuz quasi auch der Endpunkt war. Das heißt, es wurde nicht unendlich in die Richtung weitergeflogen, sondern ich konnte besonders in Waldpassagen, ich blende euch das hier mal ein aus der Anleitung von der Mavic Air, einen Punkt irgendwo auf eine Waldkreuzung oder wie auch immer legen, musste mich um die Höhe nicht sorgen, denn die Höhe wurde beibehalten. Das heißt, es gab auch kein Risiko, dass ich aus Versehen oben oder unten irgendwo reincrashe. Und die Drohne ist dann genau bis zu diesem Endpunkt geflogen und hat dort auch angehalten. Und das ist für besonders enge Passagen, wie eben zum Beispiel, wenn man in Waldwegen filmen will oder irgendwas Ähnliches machen will und da eine ganz ruhige Fahrt braucht, auch mit einem Endpunkt, wo die Drohne dann erstmal stehen bleibt, eine hervorragende Geschichte. Ich hoffe, dass DJI diesen Modus, also den Modus TapFly mit dem Untermodus Koordinaten, hier in Kürze noch nachliefern wird und dass der hier nur noch nicht drin ist, weil er nicht fertig ist. Übrigens sehen wir rechts auf der Seite hier auch, dass wir hier noch einen kmh-Slider eingeblendet haben. Den kann man nach oben und unten bewegen, wie ihr hier seht. Und darüber kann man natürlich auch die Geschwindigkeit nochmal justieren von allen drei Modi, also vom Vorwärts, Umkehren und vom Freimodus, sodass man eine Kontrolle hat, auch über die Geschwindigkeit, wie schnell die Drohne eben den besagten Zielpunkt dann ansteuert oder die Zielrichtung.
Jetzt schauen wir uns den Modus Cinematic-Modus an. Dazu wählen wir wieder die Flugmodi-Taste quasi aus und dann den Cinematic-Modus. Und das ist ein Modus, in dem die Bremswege quasi verlängert werden. Das heißt, die Drohne bremst nicht so abrupt, wenn wir den Steuerknüppel komplett loslassen, sondern gleitet noch etwas aus. Und das ist sehr schön, wenn man weiche Kamerafahrten realisieren will, besonders zur Seite hin. Wenn wir jetzt hier uns diesen Mähdrescher mal angucken und ich gebe Gas nach rechts, lasse den Steuerknüppel los, dann seht ihr, dass die Drohne noch ewig weit driftet und ganz sachte langsam ausgleitet. Und da kann man natürlich wunderbare Fahrten machen. Ich mache das jetzt mal in die andere Richtung. Und da seht ihr, wie schön das auch bis zum Stopppunkt hin ausgleitet. Es wird nicht sofort gebremst. Ihr müsst allerdings da auch natürlich euch gewiss sein, dass alles in alle Richtungen frei ist. Denn die seitliche Hinderniserkennung ist ja auch deaktiviert, wie ihr oben an dem kleinen Icon seht. Und dadurch werden keine seitlichen Hindernisse erkannt. Und der Bremsweg ist auch ohnehin viel länger. Das heißt, ihr braucht wirklich Auslauf. Das Ganze funktioniert auch nach vorne und hinten. Das heißt, ich mache jetzt mal hier den Rückwärtsflug, lasse den Steuerknüppel los und wir driften nach hinten noch weiter und das Ganze auch vorwärts. Vollgas, ich lasse los und wir fliegen noch weiter drauf zu, bis die Geschwindigkeit ganz langsam ausgleitet. Zum Vergleich deaktiviere ich euch jetzt mal den Modus. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal. Ich drifte mal nach hinten weg, lasse jetzt den Steuerknüppel los und ihr seht, es wird sofort gebremst, oft noch mit einem kleinen Nachschlenker nach vorwärts, auch sofort gebremst. Und das Ganze nochmal zur Seite. Zack, und wir haben nur wenige Zentimeter, bis die Drohne zum Stehen kommt. Und das sieht natürlich in einem Film oder in Filmüberblendungen und so weiter nicht ganz so kinoreif aus. Deswegen hier auch der Name des Moduses, nämlich Cinematic-Modus. Jetzt nutzen wir hier das große Feld nochmal, um den Sportmodus auszuprobieren. Der Sportmodus wird umgeschaltet, indem ihr hier an der Seite, an der Fernsteuerung, den kleinen Hebel bedient. Das müsst ihr in den Einstellungen auch erst aktivieren, dass die Flugmodi hier aktiviert sind, genauso wie die anderen Flugmodi, und dass der Sportmodus zugeschaltet werden kann. Und wenn ich jetzt von P auf S schalte, dann sind wir im Sportmodus und dann sind auch die vollen 72 km/h freigeschaltet. Die Hinderniserkennung ist dabei komplett deaktiviert. Das seht ihr auch oben, dass alles jetzt rot ist von dem Hindernisradar sozusagen, und die Bremswege sind auch viel, viel länger. Das heißt, die Drohne fängt richtig an zu driften. Und wenn wir jetzt hier mal ein bisschen Gas geben, dann seht ihr auch, was wir hier für wahnsinnige Geschwindigkeiten drauf kommen. Ihr seht, die Drohne driftet auch noch nach hinten, wenn ich mich abrupt umdrehe. Sie ist auch dann nicht mehr filmreif eingestellt, denn auch die Drehungen sind sehr abrupt. Und es sind wirklich wahnsinnige Geschwindigkeiten, die hier erreicht werden. Das Ganze macht natürlich richtig Fun, ist aber für das Fliegen von Filmaufnahmen nicht sonderlich geeignet. Der genaue Gegenteil von dem Sportmodus ist der sogenannte Tripod-Modus, das heißt übersetzt quasi Stativ, also quasi wie Kamerastativ. Den wähle ich auch wieder hier an der Seite aus, indem ich die Fernsteuerung auf T wie Tripod stelle. Und hier sind die Bewegungen extremst eingeschränkt. Das heißt, selbst volle Steuerknüppel nach links zum Beispiel jetzt resultiert genau in dieser Bewegung hier, nämlich eine ganz langsame Fahrt nach rechts, beziehungsweise dann links jetzt wieder nach rechts. Das ist schon Steuerknüppelanschlag. Das gleiche gilt auch für die Drehungen und für nach vorne und hinten. Das ist jetzt die Maximalgeschwindigkeit quasi nach vorne, die Maximalgeschwindigkeit nach hinten. Das Einzige, was mit der gleichen Geschwindigkeit noch weiterläuft, ist die Gimbal-Neigung über das Rädchen. Die wird dabei nicht verstellt. Wofür soll der Modus gut sein? Nun ja, zum Beispiel für das, was ich jetzt gerade mache, wenn man an Objekte extrem nah ranfliegen will, aber wie an sich selber zum Beispiel, aber da eben mit gewisser Vorsicht geboten ist, dass man eben nicht zu nah rankommt und die Bewegungen einfach nicht zu abrupt sind. Und da hilft eben dieser Modus, das Ganze extrem ruhig zu machen. Oder eben auch für den Zweck, wenn ihr ganz ruhige Aufnahmen macht, Langzeitbelichtungen oder wie auch immer. Die Drohne hält ja so ohnehin ihre Position, aber trotzdem, wenn ihr aus Versehen da an den Steuerknüppel kommt oder noch kleine Korrekturen machen müsst, dann sind die wirklich ganz weich und ganz klein. Wie ihr jetzt hier auch nochmal seht, volle Geschwindigkeit nach rechts, volle Geschwindigkeit nach links, und da passiert dann
nicht so viel. Das ist übrigens auch einer der wenigen Modi, genauso wie der Active Track, den wir euch ja schon vorgestellt haben, und so auch hier dieser Tripod-Modus, wo wirklich die Hinderniserkennung in alle Richtungen aktiv ist, nämlich nach oben und unten, nach vorne und nach hinten und auch nach rechts und nach links. Und das zeige ich euch jetzt gleich nochmal, wie das aussieht, indem ich jetzt seitlich hier mal an die Drohne herangehe. Und wenn ich dann noch versuche, auf mich zuzufliegen, dann seht ihr hier an der linken Seite, wo ich mich jetzt auch gerade befinde, das Warnsymbol eingeblendet, Hindernis auf der linken Seite erkannt. Da wird auch keine explizite Entfernung angegeben, denn es sind ja auch keine Stereokameras an der Seite, sondern nur eine Einfachkamera. Aber die Drohne stoppt auch und wird daran gehindert, weiter in meine Richtung zu fliegen und kann dadurch nicht an mich drankommen. Damit haben wir auch die letzten aller Flugmodi quasi abgearbeitet, die DJI Mavic 2 Pro und Mavic 2 Zoom zur Verfügung stellen. Wenn ihr alle Videos nochmal im Überblick schauen wollt, dann blende ich euch hier oben nochmal die Playlist ein. Da findet ihr alle Anleitungsvideos und auch die anderen Flugmodi, die wir in den letzten Videos schon abgedreht haben. Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass die Flugmodi wirklich hervorragend funktionieren und tolle Möglichkeiten bieten. Seid bitte vorsichtig, besonders mit dem Waypoint-Flugmodus, dass ihr die Drohne da wirklich immer im Auge habt. Da kann man ja wirklich sehr viele Einstellungen vornehmen, die Drohne dann wirklich automatisch abfliegt. Und in Deutschland ist gesetzlich aber vorgeschrieben, dass ihr nur in Sichtreichweite fliegt und die Drohne wirklich auch immer im Auge behaltet und eingreifen könnt. Die Flugmodi insgesamt machen wirklich sehr viel Sinn. Da kann man coole Manöver fliegen, besonders mit dem Tap-Fly oder Tripod-Modus. Der Sportmodus macht natürlich extrem viel Spaß. In Summe hat uns das Testen sehr viel Spaß gemacht und wir haben auch keine negativen Geschichten in den Flugmodi gefunden. Solltet ihr noch keine DJI Mavic 2 haben und dann noch überlegen, ob die das Richtige für euch ist, blenden wir euch hier oben mal einen Link ein mit unseren Testberichten und auch den besten Preisen von der DJI Mavic 2. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst bitte gern wie immer ein Like, kommentiert unten drunter, wie euch die Flugmodi gefallen oder was euch noch interessiert. Abonniert unseren Kanal, damit ihr beim nächsten Mal auch automatisch wieder dabei seid. Drückt auch auf die kleine Glocke, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir neue Videos hochladen. Und dann bleibt nur noch, mich an dieser Stelle wieder bei euch zu bedanken fürs dabei gewesen sein. Und ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal.